Du kennst deine Color Season und jetzt? Ich zeig dir, wie du dein Ergebnis lieben lernst und deine Garderobe nach und nach anpasst. Hi, ich bin Patricia. Ich mache Videos zum Thema Color Theory und Color Analysis in Fashion und Make-up. Und falls dich das interessiert, dann willkommen auf meinem Kanal. Du kannst dir überlegen, meinen Kanal zu abonnieren. Und falls dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Ich verlinke euch hier oben und in der Infobox 2 Videos. Zum einen, wie ich mein Ergebnis quasi erfahren habe, also dass ich eine virtuelle Color Analysis gemacht habe und mein Glow-Up dazu. Und dann verlinke ich euch noch mein letztes Video, und zwar, wie ihr eine Color Analysis Step-by-Step zu Hause nachmachen könnt. Bei mir auf TikTok ging eine Slideshow etwas viral und da ging es eben darum, die 5 Etappen einer Color Analysis, und es beginnt halt damit, dass man Neugierde entwickelt. Die zweite Phase ist Trial and Error. Die dritte, dass man einen Experten konsultiert. Die vierte, dass man sein Ergebnis bekommt und es verweigert, also die Denial-Phase. Und fünftens ist, dass man seine Farben lieben lernt und damit umgeht. Ich dachte sehr lange, dass ich ein Herbsttyp bin, und als ich erfahren habe, dass ich ein True Winter bin, war ich erstmal eine lange Zeit in der Denial-Phase. Mein Kleiderschrank war nämlich voller brauner Klamotten und ja, das war ein kleiner Schock für mich. Ich mochte die Winterfarben überhaupt nicht, die waren mir viel zu knallig und ja, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll am Anfang. Letztendlich habe ich folgende Schritte befolgt, um aus der Denial-Phase in die Glow-Up-Phase zu kommen, und welche das sind, das erfährst du jetzt. Es ist völlig in Ordnung, wenn du deine Farben am Anfang nicht magst. Vielleicht bist du ein softer Typ und trägst aber zum Beispiel gerne schwarz, oder du magst knallige Farben und es kommt raus, dass du ein gedeckter Typ bist. In diesem Fall würde ich an deiner Stelle erstmal eine Farbe raussuchen aus deiner Color Palette, die du magst oder die du zumindest akzeptierst und damit erstmal arbeitest. Fang erstmal mit nur einer Farbe an und steigere dich dann nach und nach. Du musst auch nicht jede Farbe aus deiner Color Palette mögen. Es geht einfach nur darum, dass du dich ein bisschen mit den Farben, die dir gefallen, noch mehr anfreundest und vielleicht noch ein paar dazukommen, die dir gefallen. Es gibt so viele Farben in einer Color Palette, es ist bestimmt was für dich dabei. Wenn du vorhast, neue Klamotten zu kaufen, dann beginne mit den Teilen, die deinem Gesicht am nächsten sind, weil die sind relevant für den ganzen Effekt. Das bedeutet vor allem Oberteile, Jacken, Mützen, Schals, Hosen und Röcke zum Beispiel müssen gar nicht in deiner Color Season sein, weil die sind so weit weg von deinem Gesicht, dass das nicht eine direkte Auswirkung hat. Für mich war die größte Umstellung eigentlich die von Goldschmuck auf Silberschmuck, weil zu dem Zeitpunkt, als ich meine Color Season erfahren habe, hatte ich nur Goldschmuck, und das war so ein Ding, wo ich echt dachte, boah, nee, also ich bin Gold Girl, ich liebe Gold. Was mache ich jetzt? Aber ich habe nach und nach herausgefunden, dass es von Vorteil sein kann, wenn zum Beispiel schon Goldschmuck, also ich trage heutzutage immer noch Goldschmuck, aber wenn ich ihn trage, dann achte ich darauf, dass zum Beispiel Farben aus meiner Color Palette dabei sind, zum Beispiel schwarz, oder ich habe auch so Ohrstöcke mit einem hellblau oder farbige Steine wie Rubine oder zum Beispiel auch Perlen. Mittlerweile besitze ich aber auch Silberschmuck, der mir sehr gut gefällt, zum Beispiel diese Ohrringe hier. Und ja, so nach und nach habe ich immer mehr Silberschmuck. Bitte, bitte, bitte kaufe nicht deine komplette Garderobe neu, wenn du deine Color Season erfährst. Das ist nicht gut für die Umwelt und das ist auch nicht gut für dich und deinen Kleiderschrank, weil die neuen Klamotten, das ist einfach zu krass, eine zu krasse Umstellung, und am Ende kann es sein, dass du mit einem Kleiderschrank zurückbleibst, den du gar nicht magst, also mit Klamotten, die du nicht anziehst. Oft ist es sogar schon so, dass man automatisch sich hingezogen fühlt zu den Farben seiner eigenen Color Season. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe schon immer schwarz geliebt und deswegen waren das so Staples in meinem Kleiderschrank, die ich auch heute noch benutze. Arbeite unbedingt mit dem, was du hast, und nach kannst du immer noch Kleidungsstücke hinzufügen. Besorge dir auf jeden Fall einen Shopping Guide. Ich hole meinen ganz kurz und zeige euch mal, was ich meine. Und zwar sieht meiner so aus, den habe ich von Amazon. Ich kann ihn euch gerne in der Infobox verlinken. Das ist jetzt Cool Winter. Das ist nicht exakt die Farben, die mir stehen, aber ich weiß, welche das sind. Und so sieht das Ganze aus. Und das benutze ich beim Shoppen. Also ich gehe in den Klamottenladen und dann nehme ich mir ein Oberteil, das mir gefällt,
und guck halt, ob die Farbe hier dabei ist. So vermeide ich halt Fehlkäufe und das ist einfach super praktisch. Ich mag auch die gedruckte Version mehr. Wer sowas nicht hat, kann auch einfach das Handy benutzen, aber ich finde, die Farben sind halt ein bisschen verfälscht durch das Display und in gedruckter Form ist es einfacher. Nach und nach wirst du dann immer mehr Klamotten haben aus deiner Color Season. Ich finde, wenn man sich Zeit lässt und dem Ganzen eine Chance gibt, dann lernt man auch seine Farben zu lieben. Ja, weil sie einen eben zum Strahlen bringen und das merkt man auch an sich und deswegen liebe ich jetzt mittlerweile meine True Winter Farben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Deine Patti. Ciao.